Herzensgrüße vom 24. Juni 2025. Fin in Domo Tua. Hallo ihr Lieben. An manchen Tagen liegt ein Flirren in der Luft, das man erst später versteht. Man lebt, man hilft, man repariert und ahnt nicht, wie nah manche Zeichen bereits sind. Angriffe der Teddybären. Der Tag begann mit einem Funkspruch von Yannick. In der Nähe von Riffy gab es einen Hinterhalt. Er wurde angeschossen, aber es traf Senior Bitwalker noch schlimmer. 2 Angreifer ohne Armbinden, aber dafür mit skrupelloser Präzision. Sie zerstörten die Reifen ihres LKW, ein Geschenk von Bausch und Nickel, und entwendeten Yannicks geliebte Armbrust. Die Reifen wurden komplett zerschossen. Aber das war nicht alles. Wie schon bei den früheren Vorfällen lag wieder ein rosafarbener, oder war er pink, Teddybär vor ihrer Basis. Ein Makel in Plüsch, eine Signatur so kindisch wie verstörend. Die Beresino Boys waren verständlicherweise aufgebracht, schwankten zwischen Trauer und Wut. Bitwalker kündigte an, künftig wehrhafter zu sein. Doch am Ende besann man sich auf den Eid und Bitwalker sagte, wir bleiben wachsam, aber wir bleiben auch menschlich und das bleibt auch so. Ich gratulierte ihnen zu dieser Haltung und ahnte nicht, wie bald ich selbst in einer ähnlichen Situation stecken würde. Unfall auf dem Heimweg. Ich war gerade auf dem Rückweg nach Prigorodki, als es geschah. Treue 2.0 schlingerte, ein geplatzter Reifen, der Kühler beschädigt. Vermutlich war ich für einen Moment unachtsam gewesen. Ich fluchte leise, dann sah ich ihn. Einen Überlebenden, der mich von den Felsen aus beobachtete. Ging er auf mich los? Was führte er im Schilde? Ich ging in Deckung und scannte durch mein Jagdzielfernrohr Blick für Blick. Auch er visierte mich an. Eine Pattsituation. Zum Glück reagierte Black Lion sofort, brachte Zündkerze, Kühler und Reifen. Der Mann am Felsen blieb still, keine Kugel flog. Als alles repariert war, kam er uns winkend und über das offene Feld laufend entgegen. Er grüßte, freundlich, höflich. Er nannte sich Chris, englischsprachig. Ein Freund von John, den wir inzwischen Cripsy nannten. Er suchte eine Zange, wollte mit seiner Gruppe ein Zuhause errichten. Ich nahm ihn im Auto mit ans Camp und dankte ihm, dass er nicht auf mich geschossen hatte, um an das Auto zu kommen. Es war ohnehin das seiner Gruppe, denn ich hatte Cripsy, also John, Treue 2.0 überlassen und passte quasi momentan nur darauf auf. Am Camp überreichte ich ihm das Werkzeug und sogar ein Zelt. Black Lion schaute skeptisch. Wir hätten beides selbst gut gebrauchen können, aber ich glaubte, Großzügigkeit zahlte sich aus. Chris bedankte sich und zog weiter. Ein Kühler für alte Schulden. Plötzlich tauchte Greenie am Camp in Prigorodki auf. Sein Auto hatte einen defekten Kühler. Unsere Vorräte waren knapp. Ich überlegte. Doch dann erinnerte ich mich. Als Misha mir meinen geliebten roten Saka Hoffnung 2.0 geraubt hatte, waren es Greenie und seine Leute gewesen, die mir geholfen hatten. Damals war der Kühler keine Frage gewesen und so auch heute nicht. Ich überreichte ihm ein kleines Zeichen der Dankbarkeit. Ein alter Name, ein neues Zeichen. Etwas später traf ich Zeberion am Camp. Er schaute vorbei, wirkte rastlos. Im Funk meldete sich dann Tabasco. Der alte Unruhestifter war bestimmt nicht auf gute Dinge aus. Also sprach ich ihn direkt auf den rosafarbenen Teddybären an, ob er zufälligerweise eine Base geradet und einen rosafarbenen Teddybären hinterlassen habe. Seine Antwort? Vielleicht. Was bei anderen eine Verneinung war, war bei ihm eindeutig ein klares Vanilla-Ja. Er und Charlie waren also zurück und offenbar hatten sie sich ihr altes Markenzeichen gesichert. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich mochte die beiden, aber ich konnte diesem Einbrechen nichts abgewinnen, auch wenn man ihnen zugutehalten musste, dass sie sich nicht mehr wie einst alles bis zum letzten Nagel krallten und abtransportierten und lediglich eine Kiste mit einem rosafarbenen Teddybären hinterließen. Eine neue Botschaft aus der Stille. Es wurde spät. Silas war wieder am Camp. Wir angelten, grillten gemeinsam. Er redete nicht, wie immer also. Ich hatte die wahnwitzige Idee, mit dem Gunther angeln zu fahren und ihn mit Fisch zu füllen. Gedacht, getan. Im Camp lag dann alles voller Fisch. Ich wollte draußen am Feuer bleiben, aber das Gefühl im Bauch war ungut. Zu viele Anzeichen in den letzten Tagen. Ich entschied, wir grillen besser im Kochhaus. Sicherheit ging vor. Doch bevor wir hineingingen, legte Silas ein neues Wort ins Zelt. Mit Kürbiskernen. 3 Buchstaben. T-U-A. Tua. Ich blickte ihn fragend an.
Keine Reaktion, nur das Knistern des Feuers. Wir grillten im Schutz der Hütte. Ich starrte ins Flackern und dann machte es Klick. Fin in domo tua. Das Ende ist in deinem Haus. Oder, etwas freier übersetzt, das Ende ist bei dir. Latein, die Sprache der Toten und der Prophezeiungen. Ich selbst konnte es kaum, aber ich hatte Freunde, die mir weiterhalfen. Silas hatte bereits zuvor Fin und Domo gelegt und jetzt Tua. Ich spürte, wie sich ein Knoten in meiner Brust bildete. Was bedeutete das? War es eine Warnung? War es nur Poesie oder etwas Dunkleres? Ich sah Silas an, seine stillen Gesten, seine Zurückhaltung. Warnte er mich gerade allen Ernstes vor sich als meinem Ende? Ich erinnerte mich an Whiskys Worte. Schau doch mal, wie er den Teddy ans Feuer setzt. Das kann kein schlechter Mensch sein. Und doch, der Schatten des Zweifels war da. Ich sah die Armbrust, die ich ihm geschenkt hatte, ein Geschenk des Vertrauens. Was, wenn... Aber ich schob den Gedanken beiseite. Wenn das Ende in meinem Haus ist, sagte ich mit möglichst fester Stimme, dann will ich ihm ins Gesicht sehen. Mit Herz. Silas blieb still. Vielleicht nickte er, vielleicht auch nicht. Spende des Lebens. Die Nacht verging ereignislos. Silas hatte keine weitere Nachricht für mich. Im Morgengrauen trafen wir auf Ultra. Sie spendete 4-mal Blut. Ich dankte ihr aus tiefstem Herzen. Das Lager lebte von solchen Gesten, von solchen Momenten. Ein Auto gut versteckt. Ich versteckte Treue. Nach all dem, was heute geschehen war, wollte ich es nicht noch weiter riskieren. Der Tag war anstrengend gewesen, die Gedanken waren schwer. Zum Schluss hatte ich nicht viele Antworten erhalten, dafür aber umso viele Fragen mehr. Mir wurde klar, dass es nicht die Welt da draußen war, vor der ich mich fürchtete, nicht die Räuber, nicht die Schüsse in der Nacht. Es war die Ahnung, dass das wahre Ende von innen kam, aus dem eigenen Kreis, aus dem eigenen Camp, aus dem eigenen Haus. Ich dachte an Silas, an seine Botschaft. Fin in domo tua. Das Ende ist in deinem Haus. War er es? Derjenige, den ich eingelassen hatte? Der, dem ich eine Armbrust schenkte, aus Vertrauen? War es sein Schweigen, das mich schützen sollte, oder eines, das mich täuschen konnte? Ich wollte es nicht glauben, ich wollte es nicht denken, aber die Saat des Zweifels war gesät. Und so saß ich später noch allein am Feuer, still, fragend. Was, wenn das Ende in meinem Haus war? Dann hatte ich es vielleicht hereingelassen, geschützt, mit offenen Armen, mit warmem Essen. Manchmal begann das Ende nicht draußen, nicht mit Kugeln oder Verrat. Manchmal begann es mit einer Nachricht aus Kürbissen. Mit Schweigen, mit einem Blick. Aber ich hatte mich entschieden, ich würde bleiben und Silas auch. Er hatte bisher nichts Verwerfliches getan und möglicherweise war die Nachricht anders gemeint. Vielleicht war es auch einfach seine Art, mir Rätsel aufzugeben. Aber was auch immer der Fall war, wenn das Ende kam, würde ich bereit sein. Was blieb mir auch anderes übrig? In diesem Sinne, seid auch ihr bereit, bleibt wachsam und vor allen Dingen bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.